Was zieht deutsche Rentner nach Spanien? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Spanien? Was ist mit der Steuer? Und ist Spanien wirklich das Paradies für deutsche Rentner? Mein Name ist Jutta Martin und eine Antwort auf diese Fragen bekommen Sie in diesem Video. Bleiben Sie also unbedingt bis zum Schluss dran, denn der wichtige Aspekt mit der Steuer, den erfahren Sie ganz am Ende des Videos. Ist Spanien wirklich das Rentnerparadies für Deutsche? Das schauen wir uns an. Zunächst gucken wir mal, wie das mit der Einreise funktioniert. Spanien ist ja wirklich ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Es bietet gutes Wetter, traumhafte Strände und vieles mehr. Also Spanien befindet sich unter den 4 beliebtesten Auswanderungszielen der Deutschen. Da Spanien zur EU gehört, benötigt man für die Einreise als Deutscher auch kein spezielles Visum. Als deutscher Staatsbürger sind Sie automatisch auch Bürger der EU. Sie brauchen also für die Einreise nur einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Ohne Registrierung kann man bis zu 3 Monaten in Spanien sich aufhalten. Wer länger als 3 Monate oder dauerhaft in Spanien bleiben möchte, muss sich natürlich anmelden und in Deutschland beim Einwohnermeldeamt abmelden. Für die Anmeldung benötigen Sie einen Nachweis des neuen Wohnsitzes. Ja, wie können Sie diesen nachweisen? Nun beispielsweise durch den Kaufvertrag, Mietvertrag oder auch durch eine Stromrechnung. Halten Sie sich länger als 5 Jahre in Spanien auf, bekommen Sie die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Auf jeden Fall müssen Sie eine Número de Identidad de Extranjero, Abkürzung NIE, beantragen. Das ist quasi die Ausländeridentitätsnummer oder Ausländeridentifikationsnummer. Sie wird bei der Nationalpolizei beantragt. Alternativ kann man diese NIE auch bei den spanischen Auslandsvertretungen in Deutschland, wie zum Beispiel Botschaften und Konsulate, beantragen. Diese NIE benötigen Sie unter anderem auch für die Eröffnung eines spanischen Bankkontos, das Sie auf jeden Fall für die Nebenkosten wie Wasser und Strom benötigen. Diese Ausländeridentitätsnummer benötigen Sie auch, wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder mieten möchten, ein Auto zulassen oder kaufen wollen, und sie dient auch als Steuerkarte. Ja, man kann sagen, insgesamt sind Deutsche nach wie vor in Spanien immer noch gern willkommen. Wie sieht das mit den Lebenshaltungskosten aus? Also die Lebenshaltungskosten sind ja sehr, sehr stark von der Region abhängig, in der die sich niederlassen. In Madrid und Barcelona sind die Lebenshaltungskosten sehr hoch, auch an der Costa Brava, also in Katalonien, und auf den Balearen, also Mallorca, Ibiza und Menorca, sind die Preise relativ hoch. Günstiger lebt man im Süden des Landes, wie beispielsweise in Andalusien und den Kanarischen Inseln. Im Allgemeinen hat Spanien eine der niedrigsten Lebenshaltungskosten in Westeuropa, so sagt man. Aber inzwischen unterscheiden die sich nicht mehr so sehr von denen in Deutschland. Sie sind eben wirklich sehr stark von der Region abhängig, in der die sich niederlassen. Ich persönlich habe das mal auf Teneriffa erlebt. Da waren die Tomaten, die dort angebaut wurden, fast doppelt so teuer, wie wir die gleichen Tomaten in Deutschland zu kaufen bekommen. Also mit den Lebenshaltungskosten, das soll hier nur ganz grober Streifzug sein, dass Sie müssen sich vorher informieren, welche Region Sie bevorzugen. Und dafür ist dieses Gebiet, dieses spanische Gebiet, viel zu groß, als dass man jetzt detailliert auf diese Lebenshaltungskosten eingehen könnte. Genau das Gleiche ist es auch mit dem Klima. Spanien hat ja verschiedene Klimazonen, also in den Bergen herrscht raues Gebirgsklima mit kalten und schneereichen Wintern und auch kühlen Sommern. In Zentralspanien ist das Klima kontinentaler geprägt. Dort sind die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter größer. Und in Richtung Süden setzt sich ja immer mehr das mediterrane Klima durch. An der Mittelmeerküste und auf den Balearen fallen die Winter sehr mild aus und im Sommer liegen die durchschnittlichen Maximaltemperaturen um die 30 Grad. Die Kanarischen Inseln, die haben ihr ganz eigenes Klima, kann man so sagen. Es ist subtropisch mit angenehmen warmen Temperaturen im ganzen Jahr. Selbst im Winter sinken die Temperaturen kaum unter 20 Grad, wobei ich das damals auf Teneriffa auch erlebt habe, dass wir nur so 15 bis 18 Grad hatten und die Finca, die wir gemietet hatten, die war ohne Heizung.
Das war wirklich sehr, sehr kalt und die Vermieterin, die hat dann gesagt, wir sollen die Backröhre von dem Herd anmachen, dass wir ein bisschen warm haben. Also das war schon ganz schön kalt, aber das ist die Ausnahme. In der Regel kann man sich darauf verlassen, dass es nicht unter 20 Grad so absteigt. Hier haben wir nochmal die Übersicht mediterranes Klima Richtung Süden, das habe ich schon gesagt, Balearen mit mildem Klima und die Kanarischen Inseln, die haben ihr ganz eigenes Klima. Dann kommen wir mal zu dem Punkt Krankenversicherung. Aufgrund des EU-Sozialversicherungsabkommens können deutsche Rentner weiter Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Sie müssen allerdings einen Antrag bei ihrer zuständigen Krankenkasse auf Verlegung ihres Lebensmittelpunkts nach Spanien stellen. Nach Bewilligung des Antrages wird man zusätzlich Mitglied in der spanischen Einheitskrankenversicherung, die heißt Seguridad Social. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Als deutscher Rentner in Spanien haben die dann aber nur Anspruch auf Leistungen, die für gesetzlich Versicherte in Spanien üblich sind. Zwar sind alle ärztlich verordneten Medikamente kostenfrei, aber Zahnbehandlungen, Geh-, Seh- und Hörhilfen beispielsweise werden in Spanien nicht von der Kasse bezahlt. In den großen Touristenzentren haben sich deutsche und internationale Ärzte privat niedergelassen. Das bedeutet, dass sie bei Inanspruchnahme privat niedergelassener Ärzte ihre Rechnung auch privat bezahlen müssen. Möchten Sie diese Kosten nicht selber tragen, dann schließen Sie am besten eine zusätzliche Krankenversicherung ab, also eine internationale Auslandskrankenversicherung am besten. Wer bisher in Deutschland privat krankenversichert ist und sich ein Hintertürchen offen halten möchte, kann auch bei seiner deutschen privaten Krankenversicherung eine Anwartschaft beantragen. Also das wäre denn, wenn sich herausstellt, dass Spanien doch nicht das Richtige für Sie ist, dann kommen Sie nach Deutschland zurück und werden in Ihrer privaten Krankenversicherung wieder so eingestuft, wie Sie vorher quasi aufgehört haben. Aber holen Sie sich zum Thema Krankenversicherung unbedingt vorher sachkundigen Rat ein. Die Sprache. Ja, was wir eigentlich als Spanisch bezeichnen, ist in Spanien als Castellano bekannt. Die kastilische Sprache ist die offizielle Sprache des Landes und bezeichnet im Prinzip die spanische Sprache. Sie ist auch die offizielle Amtssprache im gesamten Staatsgebiet. Aber es gibt noch 3 weitere Sprachen, die in Spanien gesprochen werden. Und zwar haben wir da das Galizisch, Katalanisch und Baskisch. Diese 3 Sprachen sind in den jeweiligen autonomen Gemeinschaften ebenfalls Amtssprachen, soweit ihre Autonomiestatute dies bestimmen. Ja, der Umgang mit den verschiedenen Sprachen in Spanien ist heute immer noch sehr umstritten und steht auch öfter in der Kritik der heutigen Sprachpolitik in Spanien. Also achten Sie unbedingt bei der Wahl Ihres Zielortes in Spanien darauf, welche Sprache in der Region gesprochen wird, die Sie sich ausgesucht haben. Wenn Sie ernsthaft vorhaben, nach Spanien auszuwandern, dann ist es sowieso sehr von Vorteil, wenn man auch etwas Spanisch kann. Abseits vom Tourismus ist es sogar notwendig, Spanisch zu sprechen, um sich mit den Einheimischen überhaupt unterhalten zu können. So, wie ist das nun mit unserer Rente? Also die deutsche Rentenversicherung, die zahlt ohne Probleme die Rente auf auf ein spanisches oder deutsches Bankkonto, natürlich ohne Abzüge, ist ja EU. Auch Betriebsrenten oder Riester- und Rürup-Renten werden genau wie die Beamtenpension problemlos überwiesen. Also da brauchen wir überhaupt nicht zu fürchten, da gibt's keine Kürzung und nichts. Ja, die beliebtesten Orte, also mit Abstand der beliebteste Ort der Deutschen ist die Mittelmeerinsel Mallorca, gefolgt von den Kanarischen Inseln und den Balearen. Also Spanien, das sagte ich ja schon mal, ist sehr groß und in den Regionen die können unterschiedlicher eigentlich kaum sein. Deshalb muss jeder für sich selber entscheiden. Auch in Spanien gibt es zum Beispiel spezielle Senioren-WGs oder auch Seniorenresidenzen, wo man sich einmieten kann. Orte mit sonnigem Mittelmeerklima sind natürlich besonders beliebt. Also mit den beliebten Orten, das ist wie gesagt so eine Sache, weil das Gebiet Spanien einfach wirklich viel zu groß ist
und die Unterschiede vom Wetter, von der Natur, von allem wirklich sehr, sehr groß sind. Schauen wir uns mal insgesamt die Vorteile an. Also die Vorteile, eindeutig, Spanien hat viel Sonne, Strand und Meer zu bieten. Die Lebenshaltungskosten, ja, die sind moderat. Neben dem Klima, ja, was eigentlich sehr gut ist, und einer guten Gesundheitsversorgung spielt natürlich auch die Erreichbarkeit nach Deutschland für viele eine Rolle. Es haben sich viele deutsche Ärzte niedergelassen, sodass es bei gesundheitlichen Problemen nicht unbedingt zu Kommunikationsproblemen kommen muss. Ja, die Leute, die sind freundlich und herzlich, immer mit einem Lächeln im Gesicht, also sehr entspannt. Und wenn es Vorteile gibt, dann gibt es ja sicherlich auch Nachteile. Ja, die Nachteile, Spanien leidet sehr unter der Wirtschaftskrise, hat eine unheimlich hohe Arbeitslosigkeit, hat aber auch Probleme mit der Umweltpolitik und leidet natürlich auch unter Betrug und Korruption. Ein weiterer Nachteil ist für uns Deutsche jetzt, dass in Spanien das Leitungswasser nicht getrunken werden kann. Jetzt kommen wir aber zu dem spannenden Thema Steuern. Also Spanien und Deutschland haben ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist vom 3. Februar 2011 und geregelt ist das im Artikel 17. Ich habe hier einige Zuschauer, die möchten immer gern die Quelle wissen, deswegen erwähne ich das hier. Aber ganz speziell können Sie sich natürlich auch auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium informieren. Ja, wie werden denn nun die deutschen Renten besteuert in Spanien? Also grundsätzlich besteht dieses Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien und laut diesem Artikel 17 in diesem Doppelbesteuerungsabkommen werden gesetzliche Renten in Spanien besteuert, sofern der Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in Spanien liegt. Also wenn man sich mehr wie 183 Tage in Spanien aufhält. Aber das gilt nur, das ist schon wieder ein bisschen kompliziert, nur für Renteneintritt vor dem 01.01.2015. Liegt der Renteneintritt nach dem 31.12.2014, sind die Renten zusätzlich in Deutschland zu versteuern. Das ist natürlich ganz schön doof, also auf der einen Seite in Spanien und zusätzlich besteht auch die Steuerpflicht in Deutschland. Ja, es ist nicht zu ändern. Die Steuerbelastung in Deutschland darf aber nicht mehr als 5% der Bruttorente betragen. Und zwar gilt das bis zum Jahr 2029. Und ab dem Jahr 2030 darf sie maximal 10% der Bruttorente betragen. Das spanische Finanzamt rechnet aber die bereits in Deutschland gezahlte Steuer natürlich auf die spanische Steuer an. Diese Regelung gilt auch für Betriebsrenten, für die Riester- und Rürup-Renten, wenn diese mindestens 12 Jahre steuerlich gefördert wurden. Ja, auch in Spanien gibt es sowas wie einen persönlichen Grundfreibetrag, der aber niedriger als der deutsche Grundfreibetrag ist. Dieser Grundfreibetrag in Spanien, der ist gestaffelt nach Alter. In Deutschland haben wir ja für alle, unabhängig vom Alter, einheitlich einen Grundfreibetrag. In Spanien ist der gestaffelt nach Personen unter 65 Jahren. Da beträgt er zum Beispiel 5.550 Euro. Dann haben wir einen Freibetrag ab 65 Jahren. Der beträgt dann 6.700 Euro. Und dann haben wir nochmal diesen Freibetrag ab 75 Jahre. Da beträgt er 8.100 Euro, also immer noch weniger als in Deutschland. Ja, und diese Einkommensteuersätze, die sind in Spanien nicht landesweit einheitlich. Neben den allgemeinen Steuersätzen des Staates erhebt ja auch jede Religion individuelle Steuersätze. Also diese können wirklich von Region zu Region sehr unterschiedlich sein. Was wäre noch zu erwähnen? Die Beamtenpensionen, die bleiben ungeachtet vom Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Dann noch ein kleiner Ausflug allgemein zu Steuern, Steuern auf Immobilien. Also wenn Sie in Spanien eine Immobilie erwerben, fallen beim Kauf 8-11% Grunderwerbsteuer an und daneben auch noch eine Beurkundungssteuer. Zusätzlich
Und Achtung, fällt jedes Jahr eine Einkommensteuer auf die Immobilie an, egal ob sie selbst genutzt ist oder vermietet ist. Und das kennen wir natürlich von Deutschland überhaupt nicht. Also Sie müssen Ihr Eigentum jährlich ja als Einkommen sozusagen versteuern lassen. Die spanische Umsatzsteuer beträgt 21% für Waren und Dienstleistungen und dann gibt es noch einen ermäßigten Steuersatz von 10% und einen stark ermäßigten Steuersatz von 4%, der ist zum Beispiel für Arzneimittel und pharmazeutische Erzeugnisse, Bücher und Zeitungen. Also steuergünstig ist Spanien auf gar keinen Fall. Das muss man eindeutig mal gesagt haben. Spanien hat den Vorteil der Strände, der Sonne, des Meeres, aber steuergünstig, nein.